Es gibt diese Frage in der Online-Welt, über die gerne und viel leidenschaftlich gestritten wird, und das ist die Frage, die Wahl des richtigen Messengers. Ich weiß, dass schon der Titel dieses Videos viele jetzt auf die Palme bringen wird, weil sie dieses Reizwort sehen. WhatsApp, dieses grüne Symbol, ist für einige wirklich, triggert sie. Kann ich auch verstehen. Ich versuche auch selber dann andere Messenger eben gerne auch mal zu nutzen. Ich habe tatsächlich alle möglichen Messenger installiert, aber ich bin jetzt auch nicht repräsentativ, weil ich einfach mit ganz vielen Leuten mit unterschiedlichen Messengern in Kontakt trete und eben mir auch nicht den Luxus leisten kann zu sagen, ich lehne einen Messenger per se ab. Auch wenn natürlich einige in den Kommentaren jetzt sicherlich das Gegenteil schreiben werden. Ich verstehe euch. Aber es ist so, WhatsApp wird laut Statistiken, laut repräsentativen Umfragen von sehr, sehr vielen Menschen im deutschsprachigen Raum genutzt. In Deutschland alleine bei den unter 42-Jährigen sind es, glaube ich, über 80%, die mindestens einmal wöchentlich WhatsApp nutzen. Also es ist im Alltag sehr stark vertreten und das sehe ich auch so in meinem Bekanntenkreis. Über WhatsApp erreiche ich eigentlich jeden. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir mal ein Video, wo es um Tipps und Tricks geht für WhatsApp. Ihr findet da ja auch ganz viel im Netz, aber manches ist eben mal weniger nützlich. Ich habe jetzt mal geguckt nach 7 Tipps und Tricks, die euch wirklich vielleicht die Nutzung dieses Messengers etwas erleichtern. Habe selber auch noch dabei was gelernt, weil ich dann 1, 2 Tipps vorher auch noch gar nicht kannte. Ja, und vielleicht ist euch das Ganze ja nützlich. Vorab gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, gebt doch gerne ein Like oder ein Abo und ein Abo gerne auch, dann verpasst ihr nämlich kein Video hier auf dem Kanal. Aber jetzt geht's los mit den Tipps und Tricks rund um WhatsApp. Der erste Tipp betrifft die Frage, wie man Bilder verschicken kann, beziehungsweise in welcher Qualität man Bilder verschicken kann. Standardmäßig ist es nämlich in WhatsApp so, dass die Bilder stark runterskaliert werden. Das hat den großen Vorteil, dass sie dann eben schneller übertragen werden können, besonders wenn die Übertragungsrate nicht so gut ist, und es schont ja auch das Datenvolumen. Der Nachteil: Bilder lassen sich dann schwer noch weiter verarbeiten, wenn man sie jetzt zum Beispiel für einen Fotokalender haben möchte. Also Beispiel: Familienmitglied sendet einem schöne Bilder von den Kindern oder von einem Familienausflug und dann möchte man Ende des Jahres einen Fotokalender draus machen oder große Abzüge. Und dann wird es mitunter schwierig, weil die Bilder so niedrig aufgelöst sind, beziehungsweise man kann halt keine Details herausarbeiten und Ausschnitte wählen. Aber es ist ein Kraut dagegen gewachsen. Grundsätzlich natürlich kann man die Bilder ja auch per iMessage verschicken, dann werden sie höher aufgelöst rüber geschickt, aber in WhatsApp gibt es mittlerweile eine Option, sie höher aufgelöst zu senden. Dazu gehen wir in die App und dann unter Einstellungen. Und hier gibt es dann unter Medienqualität die Medienupload-Qualität. Die ist jetzt hier auf Standard eingestellt. Ich gehe mal hier rein. Ja, und hier sehen wir dann, da gibt es auch die HD-Qualität. Da steht auch drunter langsameres Senden, bis zu 6-mal größere Daten. Das heißt natürlich auch, dass diese Fotos und Videos, die man dann in HD-Qualität verschickt, auch den eigenen Speicher bzw. den Speicher desjenigen, der sie empfängt, stärker belasten. Das muss man im Hinterkopf behalten. Bei der Standardqualität steht halt drunter schnelleres Senden, kleinere Datei. Man kann aber jederzeit auch wieder wechseln. Also wir gehen jetzt einfach mal auf HD-Qualität. Ab jetzt würden Bilder und Videos in HD-Qualität gesendet werden. Wenn man zurückstellt, dann ist es halt dann nicht für die zurückliegenden zurückgestellt, aber für die kommenden Transfers auf alle Fälle. Der nächste Tipp ist eher so eine Frage von Selbstorganisation. Ich halte es immer so, dass wenn ich Nachrichten zugeschickt bekomme, dass ich sie erst dann öffne, wenn ich auch darauf antworten kann, weil sonst das Risiko groß ist, dass ich dann vergesse, sie zu beantworten, weil sie halt schon auf gelesen stehen. Und da ist es mittlerweile so, oder da ist es generell so in WhatsApp, dass wenn man jetzt eine Nachricht bekommt, ich habe jetzt hier keine ungelesene Nachricht, aber das Prinzip erkläre ich mal an diesem Beispiel. Wenn ich jetzt hier reingehen würde, dann würden die Nachrichten, wie wir das hier sehen, auf gelesen gestellt werden und dann hätte ich auch diesen ungelesenen Counter, der daneben steht, dann nicht mehr. Wenn ich das allerdings vermeiden möchte und möchte trotzdem die ganze Nachricht lesen, dann mache ich einfach ein Long Press und dann öffnet sich dieses sogenannte Peek Window, wo ich dann halt schon mal reingucken kann, was da drin steht. Aber es sorgt dafür, dass halt die Nachrichten nicht als gelesen markiert werden. Also wohl für die Gegenseite. Die Gegenseite bekommt angezeigt, ich habe die Nachrichten gelesen mit dem blauen Häkchen. Aber bei mir selber in der Übersicht ist halt weiterhin das Ganze noch nicht als gelesen markiert. Und damit habe ich dann schon mal einen Blick drauf geworfen, ohne aber jetzt diese gelesen oder diese ungelesen Markierung zu verlieren. Der Vorteil ist gegenüber dem Sperrbildschirm, dort sind ja längere Nachrichten häufig abgeschnitten und hier in diesem Peak sehe ich sie halt vollständig und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Tipp Nummer 3 lässt sich auf alle Apps mittlerweile anwenden. Früher war es so, dass es eine Option bei WhatsApp gab, um das zu machen. Jetzt gibt es in iOS, im iPhone-Betriebssystem, die Option für alle Apps. Und zwar das Absichern, dass man nicht einfach so in die App reinkommt. Also Beispiel, man gibt sein Telefon in der Familie irgendwie weiter, will etwas zeigen. Man möchte aber vermeiden, dass dann jemand so mal ein bisschen neugierig ist und in die eigenen Nachrichten reinguckt. Dann kann man einen zusätzlichen Schutz vorinstallieren, damit dann eben nicht jeder in jede App reinkommt. Das geht folgendermaßen. Wir gehen mal auf den Homescreen. Und wenn man hier ein Long Press auf das App-Icon macht, dann ist hier der zweite Eintrag Face ID anfordern. Und wenn ich jetzt hier darauf gehe, dann kommt die Nachfrage, ob ich denn welche Option ich möchte. Neben Abbrechen ist da eben Face ID anfordern. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in die App rein möchte, muss erstmal mein Gesicht gescannt werden. Da kommt niemand anderes rein. Natürlich kommt die Code-Abfrage, wenn die Gesichtsscans nicht funktionieren. Und man kann aber auch ausblenden und Face ID anfordern. Das heißt, dass die App auch komplett ausgeblendet wird und die ist dann in der App-Mediathek in einem Ordner, der auch erstmal unsichtbar ist, beziehungsweise dessen Inhalt unsichtbar ist. Und der wird nur sichtbar, wenn man sein Gesicht erfolgreich gescannt hat. Dann ist die App also wirklich ganz verschwunden. Für unsere Zwecke würde jetzt das reichen. Ja, und wenn man das Ganze zurücknehmen möchte, ist der gleiche Weg dann zu gehen. Auch halt ein Long Press auf den Homescreen, auf das App-Icon und dann halt Face ID wieder zurücknehmen. Tipp Nummer 4 behandelt die Frage, sein Datenvolumen zu schonen. Einige haben ja eine Prepaid-Karte oder haben in ihrem Vertrag vielleicht nicht ganz so viel Datenvolumen gebucht. Und dann ist es dann so, dass man ja vielleicht einfach nicht möchte, dass automatisch Videos und Fotos oder andere Dateien von WhatsApp heruntergeladen werden. Da möchte man, dass man das selbst auslöst, wenn man denn tatsächlich eben diese bestimmte Datei haben möchte. Das kann man einstellen. Dazu gehen wir in WhatsApp rein und in Einstellungen. Ich gehe jetzt hier nochmal 2 Schritte zurück, damit wir in der Hauptübersicht der Einstellungen sind und dort dann unter Speicher und Daten. Und da sehen wir diese Rubrik hier, automatischer Download von Medien. Und dann kann man jetzt definieren für Fotos, Audio, Videos, Dokumente, ob diese Sachen automatisch heruntergeladen werden sollen und wenn ja, wo oder in welcher Umgebung. Wir sehen bei Fotos hier, dass jetzt hier ausgewählt ist WLAN und Mobilfunk, also die Fotos würden immer gleich automatisch heruntergeladen werden. Wenn ich auf WLAN gehe, dann heißt das, dass im Mobilfunk das nicht automatisch heruntergeladen wird. Wenn man aus irgendwelchen Gründen das auch im WLAN nicht möchte, dann kann man auch sagen, niemals. Und das Ganze lässt sich dann eben für alle Medienarten durchdeklinieren. Fotos, sind sehr häufig auch unterwegs sofort gewünscht. Audio und Video sind dann ja einfach vom Datenvolumen her größer. Da kann es sinnvoll sein zu sagen, dass das nur im WLAN automatisch heruntergeladen wird. Kommen wir nochmal auf die Frage zurück des Sperrbildschirms und des Anzeigens von Nachrichten. Es ist ja so, dass man einstellen kann, dass auf dem Sperrbildschirm die Vorschauen angezeigt werden. Sprich, man bekommt eine Nachricht und die Nachricht wird dann gleich auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Hat den Vorteil, dass man schon mal weiß, was da drin steht. Aber man möchte ja vielleicht nicht, dass jeder, der um einen herum ist, das dann eben sieht. Und da gibt es verschiedene Einstellungen, die wir uns mal angucken können. Dazu gehe ich hier in die Einstellungen rein und dann muss ich auf die Mitteilungen gehen. Und hier in der ewig langen Liste, ich habe natürlich 1000 Apps, die ich immer mal ausprobiere, gehen wir auf WhatsApp. Und hier haben wir eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Man kann ja sagen, ob überhaupt die Push-Nachrichten von WhatsApp sofort zugestellt werden sollen, ob sie eine dieser geplanten Übersichten, die es mehrfach am Tag gibt, reinkommen, ob sie im Sperrbildschirm kommen sollen als Mitteilung, als Banner. Und interessant für uns ist jetzt die Frage Vorschauen anzeigen. Und hier kann man dann auswählen zwischen 3 Möglichkeiten. Immer heißt, dass die Vorschau der Nachricht immer angezeigt wird, auch im gesperrten Zustand. Wenn entsperrt, das ist der Standard, dann ist es so, dass ein Gesichtsscan vorgenommen wird, Face ID oder Touch ID, je nachdem, welches biometrische Verfahren man hat. Und nur dann wird die Textvorschau angezeigt. Das ist sicherlich auch zu empfehlen. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der geht einfach auf Nie. Dann muss man wirklich in das Gerät reingehen, um sich die Textnachricht dann anzugucken.
Man kann natürlich auch noch weitere Möglichkeiten hier ausschöpfen, zum Beispiel, dass man von Siri sich das ankündigen lässt. Das ist dann ganz spannend, wenn man jetzt dann mit den AirPods unterwegs ist und sich Nachrichten einfach schon mal vorlesen lassen möchte. Tipp Nummer 6 führt uns zurück in die App. Es geht um die Frage, wie man Nachrichten etwas aufhübschen kann. Und das ist tatsächlich wirklich ein Geheimtipp, weil WhatsApp das sehr gut versteckt hat und es gibt auch keinen Button dafür. Man muss sich dafür ein paar Sachen merken. Es ist nämlich so, dass man Text auch fett drucken kann, man kann ihn kursiv setzen und man kann ihn sogar durchgestrichen schicken. Warum sollte man das tun? Nun, mit Fettdruck kann man natürlich etwas herausheben oder mit kursiv auch, und durchgestrichen signalisiert, dass etwas, was geplant war, zum Beispiel eben nicht mehr dann eintritt. Aber wie macht man das? Und das zeige ich euch jetzt mal an einem Beispiel. Hier sehen wir schon mal ein paar Nachrichten, wo ich das hier gemacht habe. Wenn ich jetzt eine Nachricht dann in Fett setzen möchte, muss ich in die Sonderzeichen gehen und dort wähle ich einen Stern aus. Jetzt schreibe ich dazu einen Text und das Ganze beende ich dann auch wieder mit einem Stern. Und hier sieht man schon in der Vorschau, dass es dann fett gedruckt wird und dann ist entsprechend die Nachricht dort dann so gesetzt. Also Sternchen vorne, Sternchen hinten steht für fett. Man kann dann auch mit Unterstrich das Ganze kursiv setzen. Auch hier ein Unterstrich, um das Ganze abzuschließen. Und fertig ist das Ganze. Ja, und bei dem durchgestrichenen Text, da müsst ihr dann eine sogenannte Tilde nehmen, beziehungsweise eine Schlangenlinie. Auch hier ein schneller Test. Und siehe da, so ist das formatiert. Man kann übrigens diese verschiedenen Markierungen auch noch miteinander kombinieren. Wird dann natürlich ein bisschen unübersichtlich. Also bitte merken, Sternchen für Fettdruck, Unterstrich für kursiv und die Schlangenlinie für durchgestrichen. Ja, und damit sind wir bei Tipp Nummer 7 und dem letzten in der Reihe. Es geht um Sprachnachrichten. Ja, Sprachnachrichten polarisieren ja durchaus auch. Die einen mögen sie, die anderen hassen sie. Ich stehe auch so ein bisschen auf Kriegsfuß damit. Und deshalb wusste ich folgenden Tipp auch lange nicht und dachte, das müsste man so umständlich machen. Die meisten werden ja Sprachnachrichten so aufnehmen, dass sie dann auf dieses Mikrofon da gehen und dann einfach sprechen. Und dann sieht man, es wird aufgenommen. Hier kann man jetzt noch rüberwischen zum Abbrechen und bups, raus ist die Nachricht. Man kann sie sich nicht vorher nochmal anhören und man kann auch nicht pausieren, wenn man zum Beispiel mal Luft holt muss oder wenn man etwas noch nachdenken möchte zwischendurch. Das geht allerdings. Und das ist der kleine Profi-Tipp an dieser Stelle. Man kann nämlich, wenn man auf das Icon drückt und nach oben geht, eine erweiterte Kontrolle aufmachen. Und wir sehen jetzt hier, ich kann jetzt hier die Aufnahme an der Stelle pausieren und auch wieder aufnehmen. Also Denkpausen sind so möglich. Ich kann mir die Aufnahme dann anhören, bevor ich sie dann abschicke. Ja, und ich kann sie dann auch eben einfach löschen, ohne dass sie jemand zu Gesicht bekommen hat. Eine sehr praktische Geschichte. Ja, vielleicht ist euch ja das eine oder andere nützlich. Ein paar Tipps, wie zum Beispiel jetzt mit Face ID, um eben Apps zu öffnen, beziehungsweise eben dann auch die Möglichkeit, die Mitteilung im Sperrbildschirm einzustellen. Das sind ja Sachen, die nicht nur jetzt auf WhatsApp bezogen sind, sondern die sind euch auch bei allen anderen Messengern nützlich oder teilweise eben ja auch bei Apps, die gar kein Messenger sind. Also vielleicht sind auch diese Tipps ja für euch dabei. Ansonsten schreibt mir doch gerne, wenn ihr sagt, ich habe einen Tipp, also ihr habt einen Tipp, der jetzt noch viel besser ist und der hier Erwähnung finden sollte, beziehungsweise, dass ihr mir einfach sagen wollt, das musst du auch mal ausprobieren, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr Hinweise habt, für welche Apps oder für welche Messenger ihr vielleicht dann auch weitere Videos sehen wollt. Signal ist bei mir momentan hoch im Kurs, könnte ich mir gut vorstellen, dazu auch nochmal etwas zu machen. Ja, und ansonsten halt gerne ein Like und ein Abo, falls ihr diesen Kanal nicht schon abonniert habt. Dann verpasst ihr nämlich kein Video und das ist hoffentlich für euch nützlich. Für heute sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.